Thomas Forschbach von Werde Musiker, herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video habe ich eine Technik für dich, die du anwenden kannst für die Lieder, die du am Klavier spielst, oder ob, wenn du improvisierst oder komponierst oder eigentlich fast egal, was du am Klavier machen möchtest, du kannst diese Technik anwenden. Und das Verrückte daran ist, wir lassen heute Töne weg. Es geht darum, Nein zu sagen. So, das ist eine etwas fortgeschrittene Technik. Wenn du mehr in das Thema einsteigen möchtest zu fortgeschrittenen Techniken, check mal unten in der Videobeschreibung oder hier unter dem Video habe ich dir meinen Kurs Tipps und Kniffe für Fortgeschrittene verlinkt. Wenn dir das heutige Video gefällt, ist dieser Kurs definitiv für dich. Der ist richtig, richtig fett. Und wenn du Anfänger bist, habe ich einen kostenlosen Kurs auch hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Viel Spaß damit und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Ein Nein kann oft mächtiger sein als ein Ja. Das gilt auch am Klavier und vor allen Dingen gibt es am Klavier ganz viele Möglichkeiten, Nein zu sagen. Heute suchen wir uns eine ganz bestimmte Situation raus und sagen wir Nein und wir sagen Nein zu dem Ton, den wir in der linken Hand spielen. Den spielen wir nicht in der rechten Hand. Nämlich zum Beispiel, wenn ich jetzt hier das hier spiele, habe ich in der linken Hand ein C, ein C, ein C und hier in der rechten Hand auch. Und genau darum geht es heute, das vermeiden wir. Und das kann einen sehr interessanten Klang erzeugen. Schau mal hier, erstmal mit dem C in der rechten Hand. Jetzt ohne. Ja, je nachdem, wie du das jetzt hörst, das klingt jetzt offener, das klingt ein bisschen freier. Es wird je nachdem gleich noch ein bisschen deutlicher hörbar, aber offener sind die Akkorde vor allen Dingen. Nicht mehr, sondern... Ja, und das kann einen wirklich schön, sehr freien, offenen Klang am Klavier erzeugen. So, ich habe eine Akkordfolge rausgesucht und zwar... Also, auf jeden Fall diese Akkordfolge, die spielen wir gleich auch noch ein bisschen anders, abgesehen davon, dass wir in der rechten Hand ein paar Töne weglassen. Es geht um die Akkorde C-Dur. Hier das C, rechts der C-Dur-Akkord. Achtung, jetzt kommt G-Dur. In der linken Hand allerdings ein H, was wir nämlich in der linken Hand machen. Wir gehen immer einen Ton runter, einen Tonleiterton, so. Bis zum D und vom D dann aufs G. Ja, vom C abwärts zum D und dann zum G. Ich zeige das jetzt gleich nochmal. Nämlich die linke Hand wird das Ganze ein bisschen langsamer spielen. Trotzdem kannst du dir den Fingersatz schon mal angewöhnen. 1, 2, 3, dann setzt der Daumen unter. 1, 2, 3, vierter Finger und zum Schluss der Daumen hier oben, wenn du es mit einer Hand spielst. Oder in der Oktave kannst du es auch so spielen. Gehst einfach immer weiter runter bis zum D und dann vom D hoch zum G. Okay, das ist die linke Hand. Die rechte Hand spielt C-Dur. Dann G-Dur. A-Moll, E-Moll, F-Dur, C-Dur, D-Moll und G-Dur. Ja, schau dir die Akkorde vielleicht nochmal an. Aber ich habe eine Akkordfolge übrigens rausgesucht, die ich schon öfter verwendet habe, damit du die jetzt nicht unbedingt noch ganz lange einüben musst. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Voraussetzung, dass du C-Dur, G-Dur, A-Moll, E-Moll, F-Dur, C-Dur, D-Moll und G-Dur spielst. So, beide Hände zusammen. C-Dur ist eigentlich so. Wir lassen das C in der rechten Hand weg, also so. Guck mal, achte vor allen Dingen auf den Klang. Und jetzt plötzlich. Es klingt vielleicht sogar ein bisschen schärfer. Ein bisschen spitzer, nicht mehr so weich, ein bisschen rockiger vielleicht sogar. Ja, aber vielleicht auch schön offen. Vor allen Dingen ist es offen. Wenn du ein bisschen die fortgeschrittene Variante spielen möchtest, spielst du hier oben das mit dem Ringfinger, das E. Und hältst den kleinen Finger frei, damit du hier oben noch ein paar zusätzliche Töne spielen kannst. Ja, wie ich das hier mit dem kleinen Finger mache. Der nächste Akkord ist G-Dur. Links das H. Eigentlich so, aber jetzt lassen wir das H in der rechten Hand weg.
Und der Akkord bleibt vollständig hier, ja, weil wir spielen alle 3 Töne des Akkordes, nur dass wir das H nicht doppeln. Ja, das ist das Witzige daran. Jetzt A-Moll, ja, so komisch das klingt, dass wir von A-Moll das A weglassen, aber hier unten ist es ja in der linken Hand. Also nicht so, sondern dann geht's weiter, G-Dur, rechts das G weglassen, F-Dur, rechts das F weglassen, C-Dur, aber wir haben ja das E in der linken Hand, deswegen lassen wir in der rechten Hand das E weg, D-Moll, pass auf, das ist jetzt ein bisschen tricky. Es gibt zwar, wir können zwar jetzt F und A spielen, ja, aber was wir auch machen können, wir können D-Moll 7 spielen und bei D-Moll 7 gehört das C dazu, das D spielen wir nicht und das F spielen wir auch nicht. Ja, das F können wir spielen, aber 2 Töne macht das Ganze noch offener und wir können tatsächlich die 7 spielen, vor allen Dingen die 3, Quatsch, die 5. 5 und 7, obwohl ist eigentlich egal. Die 7 und einer von den beiden Tönen geht immer sehr gut. Und zum Schluss G-Dur haben wir in der rechten Hand D und H. Was dir vielleicht aufgefallen ist, dass ich den Ton, den ich in der linken Hand gespielt habe, nämlich bisher immer, die Akkorde habe ich so gegriffen, dass es in der rechten Hand immer der mittlere Ton wäre. Ja, kommt das A wäre hier in der Mitte, das G wäre hier in der Mitte, das F hier, das E auch. Und deswegen habe ich auch hier bei dem D-Moll-Akkord mich für die 7 entschieden, nämlich sonst wäre das, hätte ich es so gespielt oder alternativ so, aber das wäre irgendwie zu tief, so von der Melodieführung wäre es nicht so schön gewesen. Und das wäre nicht so schön gewesen, weil die Töne so eng zusammen sind und das wäre jetzt auch nicht so schön offen gewesen. Deswegen spiele ich hier die 7. Ja, und zum Schluss hier, Entschuldigung, auch das G hier in der Mitte weglassen. Ja, oder in der rechten Hand ist auch in der Mitte platziert. So habe ich die Umkehrung in der rechten Hand gewählt. Falls du das mal mit eigenen Stücken selbst ausprobieren möchtest, das kannst du natürlich mit allen möglichen Stücken machen, ne, wenn wir da die Akkorde raussuchen. Fis-Moll. D-Dur. Könnte es so sein. Ja, was machen wir jetzt? So. Lum, pam, 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 pam. Ja, mit den Umkehrungen bin ich jetzt nicht so zufrieden, weil das große Sprünge waren. Ja, müssen wir vielleicht mal gucken, aber man kann das mit jedem Stück machen, mit allen Akkorden, ja, und das Stück in gewisser Weise verfremden. Oder wenn du selbst komponierst, improvisierst, an ganz vielen unterschiedlichen Stellen kann man genau diese Technik anwenden. Und ich spiele dir jetzt noch einmal ganz langsam das vor, was was ich dir vorhin gezeigt habe, nur jetzt am Stück. Achtung. Ja, ich habe es gerade hier eine Oktav höher gespielt. Und in der rechten Hand habe ich diese Zusatztöne gespielt. Das Ganze mal ein bisschen schneller. Ich spiele jetzt mal in der linken Hand auch die Oktave. Ja, habe noch ein bisschen variiert, aber du siehst, es bleibt offen im Vergleich zu... Ja, und hier gibt es gar nicht die Wertung irgendwie, was irgendwie besser oder was schlechter klingt. Es ist halt anders, das, was du halt gerade erzielen möchtest. Die Aufgabe für dich auf jeden Fall noch, wenn du es vor allen Dingen bis hierhin jetzt durchgehalten hast, beobachte das mal bei den Stücken, die du schon spielen kannst. Welche haben einen offenen Charakter, welche haben einen weniger offenen Charakter? Welche gefallen dir besser, welche gefallen dir vielleicht weniger besser?
Ja, und es kann sein, dass das an diesen offenen oder weniger offenen Charakteren der Komposition liegt. Ja, und theoretisch kannst du vielleicht die Stücke, die dir nicht so gut gefallen, weil sie entweder zu offen oder zu eng klingen oder so, entsprechend abändern, ja, wie du möchtest. Also, so oder so, ich freue mich, dass du wieder dabei warst. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Check mal die Links in der Videobeschreibung zum Kurs Tipps und Kniffe für Fortgeschrittene. Mega fetter Kurs, der sich sehr großer Beliebtheit erfreut. Ja, aber ich freue mich, dass du überhaupt hier bist. Ja, ich freue mich auf deinen Besuch auf meiner Seite. Ich freue mich immer, dich im Video wiederzusehen. Mach's gut, dir noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.